For English, satellite push, satellite button. Hallo liebe Reptil-TV-Freunde zur Folge 72. Mein Intro-Tierchen heute hier ein schöner, stattlicher Albino-Nilvaran, ja, also Varanus niloticus, und das Ganze als Albino habe ich mal als Baby aus Afrika, aus Benin genau genommen, bekommen. War jetzt ein paar Jahre lang bei einem Freund und der hat keinen Platz, keine Zeit mehr. Jetzt kam er an uns zurück. Wollte ich euch als Intro-Tierchen zeigen. Super schönes Tier, schön weiß, relativ schön brav. Manchmal kratzt er ein bisschen, aber sonst ein lieber Kerl und meiner Meinung nach wunderschön. Das war mein Intro-Tierchen für heute. Und das Thema an sich heute sind die Landschildkröten. Da wollen wir euch einiges drüber zeigen. Hier in meiner Hand seht ihr das klassische Schildkrötenterrarium der 70er Jahre. Da gab es die europäischen Landschildkröten gab's für 5 oder 10 Mark zu kaufen in irgendeinem, ich hätte jetzt bald gesagt Ramschladen oder in auch früher in den Zoogeschäften. Da wurden die billig und massig aus Südeuropa importiert, wurden hier billig verklopft. Hauptsächlich als tolles Kinderspielzeug. Nachts kam es in die Schachtel, Deckel zu und unters Bett, und am Tag hat man es wieder als Spielzeug rausgeholt. Für die Schildkröten wirklich schlechte, harte Zeiten. Jetzt ist es zum Glück anders. Jetzt zum einen kosten die richtig viel Geld oder zumindest um die 100 Euro. Werden entsprechend gut gehalten, richtig gehalten, werden auch in großer Menge oder in ausreichender Menge nachgezüchtet bei uns in Deutschland oder in Europa oder in der Terroristik. Also das ist auch ein Erfolg der Terroristik, dass man die jetzt aus Nachzuchten bezieht und eben immer in Europa oder in Südeuropa wild einfangen muss. Und genau das ist unser Thema heute und das wollen wir euch zeigen, die Haltung der Schildkröten. An sich die Hauptgliederung, die wir in der Terroristik machen, sind so die tropischen Landschildkröten. Die tropischen heißt die, wo das ganze Jahr warm brauchen, Temperatur brauchen, die keine Winterruhe machen. Und dann haben wir die europäischen Landschildkröten, die ganzen Testudos. Das sind die, wo ich sagen würde, die es auch am häufigsten in der Terroristik gibt. So wie hier diese Testudo marginata, die Breitrandschildkröte. Die tut man 3-4 Monate im Jahr überwintern. Und die restliche Zeit vom Jahr hat man ein tolles Terrarientier. Wie gesagt, das hier ist Testudo marginata. Das ist von den Europäern die größte Art oder Unterart, marginata marginata in dem Fall. Werden ausgewachsen, die Männchen 30 bis 40 Zentimeter groß. Wie gesagt, sind somit die größten Europäer, sind recht robust, wachsen toll, wachsen schnell. Richtig hübsche Tierchen und so ein klassischer Europäer. Dann gibt es als nächste sehr populäre Art die Testudo hermanni böttgeri. Das sind so die klassischen, also auf deutschem Namen auch griechische Landschildkröte. In dem Fall die Ostrasse. Es gibt die Ost- und die Westrasse überwiegend. Also es gibt noch so ein paar Verbreitungspopulationen, aber wir sprechen hier mal ein wenig die gängigsten an. Also das ist wie gesagt, die hermanni böttgeri. Von der Größe her so mittelgroß. Weibchen vielleicht 20 cm, Männchen bis 30 cm. Auch eine tolle Art, lässt sich toll halten, sieht schön aus und sehr populär in der Terroristik. Dann kommen wir zur zweiten Unterart von der griechischen, das ist die Testudo hermanni hermanni. Die bleibt deutlich kleiner, was sie in gewisser Weise ein bisschen interessanter macht von der Größe her. Wenn jemand vom Platz her ein wenig eingeschränkter ist, dann kann er sich die Weststraße halten, die hermanni hermanni. Werden die Weibchen 15 bis 20 cm, um es mal ganz grob zu machen, und die Männchen vielleicht um die 25 cm. Sind auch von der Zeichnung her ein bisschen intensiver, ein bisschen schwärzer gefärbt, also so das Schwarz-Gelb oder das Schwarz-Gold kommt noch ein bisschen schöner raus von den Farben her. Also wirklich auch schöne und beliebte Art. Wie gesagt, vor einigen Jahren hat man es noch relativ leicht. Da gab es bei den Hermanni einfach Ost- und Weststraße, also Böttgeri, Hermanni, Hermanni. Die letzten Jahre hat man einige Verbreitungspopulationen neu bestimmt, hat einige neue Unterarten bestimmt und benannt oder sogar einige neue Arten. Jetzt hier haben wir zum Beispiel die Testudo hermanni herzegovinensis.
ein hübsches, adultes Männchen. Da sehen wir jetzt auch ganz schön die Größe, wenn es adult ist. Und in dem Zusammenhang auch gleich mal noch darauf hinzuweisen, umso schöner glatt die Tiere sind, gerade wenn sie groß sind, umso toller sind sie gewachsen oder umso besser waren sie gepflegt. Und das Tier, was wir hier sehen, schön glatt, so muss ein adultes Tier aussehen. Das ist perfekt, so liebt es der Schildkrötenliebhaber. Das waren jetzt einige der gängigen Europäer. Was noch fehlen würde, um das komplett zu machen, wäre Testudo graeca, also die maurische Landschildkröte. Da ist Graeca ibera und Graeca graeca eigentlich so die gängigsten davon. Interessanterweise, ich habe so den Eindruck, in Deutschland die letzten Jahre sind die ein bisschen unterrepräsentiert. Wir haben im Moment auch keine, ich kann euch also gerade keine live zeigen, aber das würde das Europäer-Paket noch abschließen. Und jetzt kämen wir dann auch zu den tropischen. Vorher schon angesprochen, bei den tropischen zum einen keine Winterruhe, vielleicht auch noch ein recht gravierender Unterschied oder zumindest oft ein Unterschied ist die Größe. Also hier jetzt als richtig großes Beispiel zu nennen die Aldabra Riesenschildkröten. Jetzt heißen sie Aldabra Chelis gigantea, glaube ich. Früher war es mal Geochelone, jetzt umbenannt in Aldabra Chelis gigantea. Sind mit die größten Landschildkröten. Sind vergleichbar mit den Galapagos-Schildkröten, haben sich da wohl parallel entwickelt, werden 1 Meter groß, die Tiere, ich glaube 1/2 Tonne schwer oder wie schwer. Das ist natürlich ein Extrembeispiel und wirklich nur für einen Terrarianer, der riesig viel Platz hat, ne, der seinen Keller ausbauen kann und da ein tolles Schildkrötengehege reinmachen kann und die nächsten 50 Jahre oder das vielleicht mit seinen Kindern schon abgesprochen hat, dass es irgendwann mal an die Kinder vererbt ist, das ist natürlich eine gigantisch tolle Sache. Also Betonung liegt auch auf gigantisch. Das Ganze geht auch nochmal eine Nummer kleiner, leider ähnlich teurer, ähnlich selten, auch sehr hübsch. Das sind Astrochelis radiata, die Sternschildkröte. Nach wie vor relativ rar, kommen aus Madagaskar. Aber doch seit vielen Jahren in der Terroristik vorhanden, werden auch in Deutschland nachgezogen, bleiben deutlich kleiner wie diese Radiatas, was wir gerade gesehen hatten, mit vielleicht große Tiere, 40 Zentimeter können die werden bei entsprechendem Alter, aber wirklich auch wunderschöne Tiere. Und dann gibt es noch die Afrikaner, zum einen die Spornschildkröten und die Pantherschildkröten. Also die Pantherschildkröten von der Größe her einigermaßen vertretbar, gibt es auch verschiedene Populationen. Manche werden auch riesengroß mit über 1/2 Meter, aber die meisten bleiben doch mit 30, 40 Zentimeter deutlich kleiner. Auch super schöne Tiere, gerade als Jungtiere, tolle Farbe, tolle Zeichnung und auch wirklich gute Pfleglinge. Und zuletzt die Spornschildkröten werden ein Stückchen größer wie die gerade angesprochenen Pardalis, werden um die 50 oder über 50 Zentimeter, also für die Terroristik auch schon ganz recht große Dimensionen, graben auch wahnsinnig. Also wenn man die im Garten oder im Freigehege hat, die wühlen einem den ganzen Garten um. Aber natürlich auch interessante Tiere, wer den Platz hat, kann sich aus sowas halten. Das sind so die gängigen, die ich euch gerade hier zeigen und präsentieren kann und die ich auch tolle Terrarientiere finde. Also es gibt noch viel andere tolle natürlich, gerade bei den Tropen, das könnten wir jetzt unendlich weitermachen. Da gibt es noch die Köhlerschildkröten, die Waldschildkröten, die ganzen Pixies, Spinnenschildkröten aus Madagaskar, Spaltenschildkröten mit ihrem skurrilen Aussehen. Aber wie gesagt, da könnten wir jetzt ewig lang weitermachen. Das waren so die gängigen aus der Terroristik. Von der Haltung her, die Europäer ist optimale, man hält sie draußen. Also wichtig, dass er vielleicht nicht gerade auf dem Feldberg wohnt in über 1000 Meter Höhe oder sowas. Aber wenn ihr in normalen deutschen Gebieten wohnt, das Tollste für eine europäische Landschildkröte ist, wenn sie im Freiland lebt, dort das richtige Sonnenlicht abkriegt. Man kann das Ganze noch verstärken über irgendwelche Frühbeete oder über irgendwelche Abdeckungen, dass mir unser Klima, das ja nicht ganz Schildkröten ausreichend ist, noch ein wenig optimieren und so das Tier zumindest die meiste Zeit vom Jahr draußen halten können. Auf die Winterruhe komme ich nachher zu und dann vielleicht im Frühjahr oder in der Übergangszeit im Frühjahr im Terrarium.
und dann, sobald es draußen warm wird, ins Freie raus. Das, was wir hier sehen, da geht es, wie gesagt, um die Übergangszeit bei den Europäern, beziehungsweise es geht um die tropischen Landschildkröten. Da sind eigentlich nur zwei Sachen wichtig. Das ist eine super Beleuchtung. Also wir sehen hier von verschiedenen Herstellern diese UV-Lampen mit recht hoher Wattzahl, 100, 150, 80 Watt. Also man muss wirklich Energie da reinstecken. Die brauchen es wahnsinnig hell, die brauchen es entsprechend warm und die brauchen UV-Licht. Welchen Hersteller man nimmt, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Wichtig ist, dass es eine gute Qualität ist und dass es, wie gesagt, eine Lampe ist, die richtig UV-Licht hat. Also nicht, wo irgendwie was draufsteht mit UV-Anteil oder sowas und dann irgendwo für 10 Euro zu kaufen ist, sondern so eine gute Lampe kostet 30, 40 Euro bis 100 Euro aufwärts. Also hier die HQI, das hier mit Vorschaltgerät zusammen, die kosten dann richtig Geld. Ist wie gesagt aber das A und O in der Haltung. Und der zweite wichtige Punkt ist das Thermometer. Ihr müsst einfach ausprobieren. Ihr habt eure Behausung für das Tier. Das kann ein Glas-Terrarium sein. Es kann aber einfach auch ein offener Kasten sein, wo ihr die Tiere drin haltet, wo ihr die Lampe in einer Keramikfassung drüber hängt. Und dann müsst ihr die Temperaturen ausmessen. Also unterm Strahler bis 35, 40, 45 Grad. In der kältesten Ecke, sage ich mal, von dieser Behausung oder Terrarium kann es runtergehen bis 25. Dann können Sie die Tiere sich ihren Bereich aussuchen. Und das sind meiner Meinung nach die Hauptelemente im Schildkröten-Terrarium. Deko rein, ein Streu rein, das ist logisch. Irgendwelche Sachen, damit es schön aussieht. Das ist dann allerdings für den Terrarianer selber, das ist der Schildkröte egal. Der Hauptpunkt und das Wichtigste ist die Beleuchtung, die dann auch ebenfalls die Wärme sicherstellt. Wie gesagt, die Temperatur macht ihr wirklich mit diesen Lichtstrahlern. Ja. Ich würde auch bei den Schildkröten keine Wärmestrahler oder sowas verwenden. Ich würde auch Heizmatten allenfalls als Unterstützung vielleicht in der Nacht verwenden. Wenn ihr jetzt eine tropische habt und euer Zimmer oder der Raum, wo ihr die drin habt, geht nachts zu weit runter, dann kann man mit Heizmatten arbeiten oder zur Not auch mit einem reinen Wärmestrahler arbeiten. Aber für das Licht, für die Temperatur am Tag macht es mit so richtigen Strahlern. Das entspricht auch draußen der Sonne. Und das ist genau, was die Tiere brauchen. Wir können jetzt nicht für jedes Tier ganz genau die Tag- und die Nachttemperatur besprechen hier. Die differiert natürlich, wie gesagt, die Europäer. Nachts kann es völlig kühl werden. Einige Afrikaner können nachts völlig kühl. Wenn ihr ein Tier aus dem tropischen Regenwald habt, müsst ihr nachts die Temperatur auch halten mit 23, 24 Grad. Sowas könnt ihr dann mit Heizmatten oder Wärmestrahlern noch ein bisschen austangieren. Noch ein wichtiger Punkt oder Tipp für die Freilandhaltung. Die Landschildkröten sind absolute Ausbrechkünstler. Die können graben, die können klettern. Manchmal meint man, die könnten fliegen. Plötzlich sind sie weg. Ihr müsst es wirklich idiotensicher oder ausbruchsicher machen. Also wenn ihr draußen im Freiland ein Gehege habt, ihr müsst zum einen tief eingraben, damit die Tiere sich nicht unten durchgraben. Es muss klettersicher sein, man wird es echt nicht glauben, aber so eine Landschildkröte, die kann wirklich in gewissem Maße irgendwelche Zäune oder Sachen wegen hochklettern. Also klar, in gewissem Maße, nicht einen Meter hohen Zaun. Macht es idiotensicher und passt auch auf wegen irgendwelchen Katzen oder Hunden oder andere Tiere oder Marder oder in der Nacht natürlich. Es muss natürlich auch so geschützt sein für das Tier, dass nicht nachts irgendein Fuchs oder ein Marder kommt und euch die Schildkröte klaut. Also da gab es oft genug Unfälle oder es gibt oft genug vermisste Schildkröten oder sowas. Also das müsst ihr, wie gesagt, absolut sicher bauen. Noch ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Lage von eurem Freiland-Terrarium. Ne? Dass ihr das nicht gerade an die Nordseite macht, wo ewig Schatten ist ganz logisch. Allerdings natürlich auch aufpassen, nicht an Süden in die pralle Sonne und das Tier hat überhaupt keinen Unterschlupf. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, das Tier muss der Sonne natürlich ausweichen können. Es muss eine Zone haben, wie ich vorher im Terrarium gesagt habe, mit ca. 25 Grad, wo es der Hitze ausweichen kann. Ja? Also ein Unterschlupf, ein Schatten, ein Haus. Baut das Terrarium natürlich mit Bedacht, möglichst viel Licht, möglichst viel Sonne, aber natürlich auch Plätze, wo es ausweichen kann. Ihr könnt erahnen, was jetzt kommt. Thema Fütterung, ganz wichtiges Thema. Den Schildkröten selber,
Die mögen natürlich alles, was weich und leicht zu essen ist. Also denen geht es ähnlich wie den Menschen. Die würden im Prinzip am liebsten irgend so einen Salat oder mittlerweile gibt es das auch in Töpfen, ganz tolle Sache, solche Dinge fressen. Aber das entspricht nicht dem, was sie in der Natur haben. In der Natur kriegen sie allenfalls sowas hier. Ihr könnt euch vorstellen, irgendwie Südeuropa oder sowas. Da gibt es im Sommer allenfalls noch ein paar so ausgetrocknete Halme. Also werden sie überwiegend so Sachen erwischen dort. In der Terroristik machen wir einen Mittelweg aus alledem. Ne? Also wahrscheinlich kommt man um solche Sachen nicht rum, beziehungsweise im Sommer natürlich draußen Löwenzahn, Spitzwegerich, irgendwelche Kräuter pflücken. Wie gesagt, jetzt gibt es schon so Töpfe, wo man das aus dem Topf kriegt, das ist natürlich ganz optimal. Sowas als Standardfutter verwenden. Ein wichtiger Punkt, oder der jetzt auch die letzten Jahre, oder ein wichtiger Trick, würde ich bald mal sagen, ist, dass man das mehr oder weniger anreichert mit so faserreichen Sachen. Also so Trockenfutter hier, was man drüber streut, dann fressen es die Tiere mit und das entspricht, wie gesagt, mehr, oder der Schildkrötenverdauungstrakt ist auf sowas ausgelegt. Ne? Wenn man das miteinander vermischt, dann fressen sie das mit. Wirklich ganz wichtige, gute Sache. Eben, das sind diese zwei, diese Herbs oder diese getrockneten Löwenzahngeschichten hier. Thema Mineralien, weiß jeder, absolutes Muss bei Landschildkröten. Ich würde permanent so eine Sepiaschale ins Terrarium legen. Die kann man immer drin liegen lassen oder Teile davon abbrechen, reinlegen. Da können die schon reinen Kalk aufnehmen, wenn sie den Bedarf haben. Die Tiere sind ja noch nicht blöd, die spüren das selber, wissen das selber, gehen da ran und lecken da dran oder knabbern da dran. Und zusätzlich aber ganz wichtig, ein Mineralpräparat, hier haben wir verschiedene Hersteller, über den Salat drüber streuen. Ja? Jeden Tag bei jeder Fütterung die entsprechende Dosis drüber machen. Dann nehmen die Tiere mit dem Salat diese Mineralien auf, was eben den Panzeraufbau oder was den ganzen Knochenpanzeraufbau unterstützt, dass sie das dann mit aufnehmen. Dann das Thema Winterruhe. Bei den europäischen Landschildkröten ganz zentrales Thema jedes Jahr. Oh Gott, wie mache ich es richtig? Die neuesten Erkenntnisse, sage ich mal, beziehungsweise so, wie es jetzt die Insider machen und was wirklich eine gute Methode ist. Bei uns September, Oktober ist der Sommer vorbei, wird es kalt. Man sieht es den Tieren an. Also wir gehen jetzt einfach davon aus, wir halten die im Freien, so wie es optimal wäre. Werden die langsam träge, fressen nicht mehr so viel. Man merkt den Tieren an, die wollen langsam in den Winter gehen. Draußen wird es kälter, die Nächte werden kalt. Und dann tun die Tiere sich selber auf die Winterruhe vorbereiten. Es ist wirklich optimal, wenn man diese Winterruhe der Natur überlässt, so wie es draußen kühler wird. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt ist seit einer Woche schlecht Wetter, nimmt man die Tiere so, wie sie sind, kann man sie direkt in die Winterruhe geben. Die Winterruhe selber 4 bis 8 Grad, sei es im Kühlschrank, im Gemüsefach unten drin ist so eine beliebte Stelle, oder man hat einen entsprechend kühlen Keller, kann man die Tiere perfekt überwintern. Ich selber empfehle, Laub zu nehmen, also im Herbst natürlich auch rechtzeitig aufpassen, sich das Laub im Herbst zu holen, dass man welches zur Verfügung hat. Die Tiere in eine entsprechende Kiste reinmachen, also Laub rein, Tier rein, Laub drüber. Dann sind die perfekt in Winterruhe und dann macht man 3 bis 4 Monate Winterruhe. Häufige Frage, mache ich das auch schon bei Babys? Ja, die Babys machen auch schon Winterruhe, weil sie in der Natur natürlich auch den ersten Winter gleich Winterruhe machen. Und wie gesagt, der ganze Stoffwechsel einer europäischen Landschildkröte ist darauf ausgelegt, diese Winterruhe zu machen. Also die dann auch direkt rein, 3 bis 4 Monate lang. Wie gesagt, wenn wir September, Oktober die Tiere schon reinmachen, sind wir Oktober, November, Dezember, Januar, dann ist im Prinzip Ende Januar die Zeit schon rum. Das Problem ist, draußen ist noch kalt, also wir können die nicht rausmachen. Jetzt kommt so die Terrarienzeit, auch für die Europäer. Ne? Früher hat man gesagt, bei uns in Deutschland hat man die Tiere genommen, wenn es draußen kühl wurde, hat man sie ins Terrarium reingemacht. Dann hat man sie vom Terrarium in den Winter gemacht. Von dem Winter wird dann das Terrarium dann raus ins Freie. Wie gesagt, der neueste Clou oder Gag oder die neueste wirklich gute Idee, finde ich, ist, dass man wirklich die Tiere von draußen in den Winterruhe bis circa Januar, wie gesagt, wenn die 3, 4, 5 Monate rum sind, und dann ins Terrarium und dann die Zeit bis zum
Frühsommer überbrücken im Terrarium. Das sind dann wieder 3, 4 Terrarienmonate, wo man sie im Terrarium hält, wie man es vorher beschrieben hat. Und dann kann man sie wieder raus in die Sonne. Und wie gesagt, dann geht das Spiel von vorne los, bis in Spätsommer in der Sonne lassen und dann wieder direkt in die Winterruhe. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Dann hat man keine Probleme mit langsam runterfahren oder wann soll ich aufhören mit Füttern oder alles. Das macht die Natur dann völlig selber, das machen die Tiere völlig selber. Und wenn es draußen kalt ist, direkt im Winter. Ein ganz wichtiger Punkt in der Terroristik immer, beziehungsweise auch in der Schildkrötenhaltung, ist natürlich die Geschlechtsbestimmung. Die ersten 1, 2, 3 Jahre völlig chancenlos. Immer wieder kommen Leute, sagen, ich will ein Schildkrötenbaby, aber Männchen oder Weibchen oder so, geht absolut gar nicht. Die Tiere müssen schon 3, 4, 5 Jahre alt sein, damit man einen Unterschied sieht. So äußerlich auch relativ schwer. Von oben sehen sie fast gleich aus. Die Männer sind manchmal ein bisschen breiter. Also der Panzer geht ein wenig breiter nach außen, aber das ist relativ subjektiv. Ein gutes Unterscheidungsmerkmal, und jetzt müssen die zwei entschuldigen, dass ich sie umdrehe, das mögen die eigentlich nicht, aber muss ich jetzt leider machen. Die Schwanzlänge der Tiere, das ist ganz markant. Also hier rechts habe ich das Männchen, hier links habe ich das Weibchen. Bei so großen adulten Tieren ganz gravierend der Unterschied. Je kleiner die Tiere sind, umso kleiner ist natürlich auch der Unterschied. Und beziehungsweise, wenn man keinen Vergleich dazu hat, dann ist es auch ganz schwierig. Ne? Also das ist jetzt hier ein absolutes Paradebeispiel. Da sieht es fast ein Blinder, hätte ich gesagt. Aber bei Jungtieren kann es auch wirklich schwer sein, und wenn ich keinen Vergleich habe. Ein weiterer Punkt ist vielleicht noch, die Männer haben einen leicht eingewölbten Bauch, hat mit der Paarung zu tun. Ne? Die Männer sitzen so auf, deswegen ist der Bauch ein bisschen nach innen gewölbt, ist aber auch relativ subjektiv und lässt sich daran auch das Geschlecht nicht eindeutig bestimmen. Ja? Also wenn ihr es wissen müsst, guckt auf die Schwänzchen. Wichtig ist nicht nur zur Zucht, sondern einfach auch, weil die Männchen untereinander streiten. Ich kann schlecht bis gar nicht Männer zusammenhalten. Die gehen aufeinander los. Der stärkere Mann versucht, den Schwächeren zu vertreiben, zu unterdrücken. Auch aus dem Punkt ist ganz wichtig, dass ich die unterscheiden kann und darauf achte, dass ich nicht mehrere Männchen zusammen habe. Wenn ihr alles so macht, wie ich das euch jetzt versucht habe nahezubringen, dann dürft euer Tier eigentlich nie krank werden. Wenn es so wäre, wäre es schön. Wobei ich sagen oder behaupte, dass Schildkröten tatsächlich absolut dankbare Pfleglinge sind und wirklich bei guter Haltung überhaupt nicht krankheitsanfällig sind. Ein wichtiger Punkt, denke ich, ist eine regelmäßige Kotprobe. Das ist so ein fertiges Set zum Beispiel. Kot rein, wegschicken, kommt die Diagnose zurück. Bezahlt man, also mit Kauf der Packung zahlt man schon die Kotprobe, bekommt eine richtige Analyse, ist eine tolle Sache. Diese Kotprobe auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr machen, vor allem zum Spätsommer hin, dass man die Tiere nicht mit irgendwelchen Parasiten in die Winterruhe gibt, sondern rechtzeitig vor der Winterruhe das untersuchen lässt, gegebenenfalls behandeln kann gegen Würmer, kann immer vorkommen, ist jetzt auch nicht übermäßig was Dramatisches. Es darf halt einfach nicht überhand nehmen. Ja, deswegen zur Kontrolle diese Kotprobe. Ansonsten Gesundheit der Tiere. Ein ganz markanter Punkt ist Nasenlöcher und Augen, dass man die immer beobachtet. Die Nase darf nicht laufen, die Augen dürfen nicht tränen, ja, die Augen dürfen einen leicht feuchten Eindruck machen. Das ist ganz normal, das ist ja auch gut so. Aber sie dürfen nicht laufen oder eben wie gesagt, die Rotznase darf nicht sein. Das ist was, wo man immer drauf achten muss, kontrollieren kann. Dann natürlich der Panzer muss hart sein. Ne? Das ist so, oder gerade bei Jungtieren natürlich der gravierende Punkt. Eine frisch geschlüpfte Schildkröte hat natürlich noch einen relativ weichen Panzer. Der muss erst hart werden über die 1, 2, 3 Jahre. Aber er muss dann immer härter werden und stabil sein. Sie muss kräftig sein. Ich merke es dem Tier an, ob es kräftig ist. Ne? Wenn ich hier an der Vorderpfote die so halte, dann spüre ich genau, wie die dagegen drückt. Die haben wirklich richtig Kraft, so eine Schildkröte. Dadurch kann ich schauen, ob sie agil und munter ist. Natürlich am Fressen, wenn mein Tier trotz perfekter Temperatur Tage, Wochen lang nichts frisst, ist was faul. Ne? Oder wenn sie permanent den Kopf drinnen hat, ist was faul. Oder permanent die Augen zu hat, ist was faul. Ja? Also ihr seht es jetzt an dem Tier, die ist absolut aktiv, die probiert hier meine Hände wegzudrücken. So muss ein gutes, gesundes Tier aussehen. Auch noch ein wichtiger Punkt ist der Panzer selber vom Tier. Wenn ihr das Tier optimal pflegt, hat es einen schönen hohen Panzer.
Ganz wichtiger Punkt, vorher bei der Haltung habe ich das noch nicht angesprochen. Das Tier braucht Feuchtigkeit. Ihr habt es in dem Terrarium oder in der Kiste, wie ich gesagt habe. Ihr müsst eine Ecke mit feuchtem Moos machen, wo die Tiere sich im feuchten Moos verstecken können. Früher hat man gesagt, man muss sie 1-2 Mal die Woche baden. Das mit dem Baden macht man schon lange nicht mehr, weil auch in der Natur baden die nicht. Aber sie müssen sich in dem feuchten Moos verstecken können. Ja, da gibt es dieses Phagnomoos, das immer feucht halten, da kriechen die rein. Dann nehmen die Feuchtigkeit über den Panzer auf und bleiben schön glatt und wachsen schön. Ja. Was auch ein ganz alter Hut ist, bitte auf keinen Fall machen, ist irgendwelche Ölereien. Ja. Also früher, es gab sogar Öle, die man hat, die verkauft wurden, um die Tiere einölen oder von wegen Olivenöl einölen. Also in der Natur ölt die Tiere auch keiner ein. Ich würde es als falsch bezeichnen. Nehmt kein Öl. Wie gesagt, Feuchtigkeit über Moos permanent vorhanden im Terrarium. Dann wachsen die schön, dann werden die schön rund. Die Ernährung an sich spielt natürlich auch eine Riesenrolle, damit die Tiere gut wachsen. Habe ich zu wenig Kalzium oder gar kein Kalzium, fütter ich zu eiweißreich, ne, permanente Pelletsfütterung oder sowas, führt natürlich auch zu einem schlechten Wachstum. Optimale Fütterung, sehr faserreich, wie wir es vorher gesehen haben. Ne? Hier die ungesunden Sachen, die gesunden Sachen, die hier standen, die die Tiere nicht so gern fressen, aber die trocken und gesund sind, das macht einen schönen Panzer. Und dann habt ihr permanent Spaß an eurem Tier. Und wenn dann irgendwas doch nicht stimmt, dann ist immer oder dann natürlich zum Tierarzt gehen. Noch ein Punkt betreffs der Haltung, wenn das Bodensubstrat zu weich ist, die Tiere permanent auf irgendeinem flauschig weichen Boden rumlaufen, würde ich mal sagen, dann wachsen die Nägel immer weiter, nutzen die sich nicht ab. Ne? Ist der Boden einigermaßen hart, je nach Einstreu, das ich verwende, oder wenn ich sie natürlich im Freien halte, wie es optimal ist, dann nutzen die Nägel sich ab, dann braucht man da gar nichts machen. Ist das nicht der Fall, werden die Nägel unnatürlich lang und ich muss sie gegebenenfalls vom Tierarzt ein bisschen kürzen lassen und muss dann vor allem auch mein Substrat überdenken, weil dann stimmt irgendwas nicht. Und das gleiche Phänomen haben wir auch mit dem Schnabel, der sogenannte Geierschnabel. Da wächst das Oberschild immer mehr, weil sie permanent nur irgendeinen weichen Salat fressen und der Schnabel sich beim Fressen nicht abnutzt. Ja. Habe ich gutes, faserreiches, hartes Futter, nutzt der Schnabel sich permanent natürlich ab beim Fressen. Habe ich es nicht, wird er immer länger, muss ich zum Tierarzt, Schnabel kürzen lassen und vor allem muss meine Fütterung überdenken und muss das verbessern. Ich habe euch jetzt hier in rund 20 Minuten wieder im Schweinsgalopp einmal quer durch die Schildkröten was erzählt. Da können wir natürlich alles nur anreißen. So schnell hat man keine komplette Schildkrötenausbildung. Deswegen gibt es Bücher, es gibt super Bücher. Ich erzähle es immer oder oft am Schluss von den Sendungen. Holt euch bitte Bücher, leiht sie euch in der Bibliothek oder kauft sie euch oder wie auch immer. Aber auch das Internet kann nicht das ersetzen, was in den Büchern steht. Ja? Holt ihr euch, bildet euch weiter, habt ihr viel mehr Spaß an dem Hobby. Mittlerweile gibt es sogar Zeitschriften. Hier die Marginata, eine reine Schildkrötenzeitschrift, kommt 4-mal im Jahr raus. Tolle Sache, macht es bitte, verlasst euch nicht nur darauf, was ich jetzt kurz erzählt habe. Wenn wir schon beim Thema Lesen sind, hier M&S Reptilienkatalog 2014 oder hier ein Sammlerstück 2003. Der neue Katalog 2015 kommt jetzt im Dezember raus. Könnt ihr bei uns bestellen. Da ist alles drin, was wir anbieten, vertreiben. So können wir das Reptil TV finanzieren. Also bestellt euch den neuen Katalog. Und noch zu allerletzt eine ganz wichtige Sache hier, exopedia.de. Hier unten wird es eingeblendet. Die neue Plattform für die Halter exotischen Tiere. Ernsthafte Probleme momentan politisch, uns da zu behaupten, dass wir nicht alles verboten kriegen. Geht auf die Seite exopedia.de, unterstützt die, bringt euch ein, könnt ihr selber Berichte schreiben, wie man Tiere richtig hält. Geht mal drauf, schaut es euch an. Und somit sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Checkt meine Boards, checkt Exopedia und checkt die Schildkröten. Das waren jetzt so die, da haben wir hier diese Sternschildkröte, nee, Strahlenschildkröte. Strahlenschildkröte hilft auch den Schnabel wenig ab, oder nicht, dass der sich nicht, das war so gut.
Die machen dann auch voll die Geräusche. So. Ich meine, im Zoo oder die Aldabras, die schreien, da hörst du es im ganzen Zoo. Also. Guck mal, wie fein sie das macht. Hä? Hä? Ganz eine feine, eine gute. Sie wischt nur dran rumflummeln, da fliegt alles um. Komm, jetzt lassen Sie jetzt hier fertig drehen. Ich muss auf das St. Martin, meine Kinder warten. Ach, das war jetzt so fein. Ja, gut, mit Bücher. Du schmeißt jetzt ja nicht die Bücher um. Nee, das verstecken und das. Das war richtig super, oder? Bisschen lang, bisschen bla bla, aber gut, oder?